So, willkommen zurück auf dem Sauerkrauts Channel. Heute zu einem etwas ernsteren Video. Heute soll es darum gehen, ob das innere Blumenpflücken 2026 stattfinden soll oder kann oder nicht. Bevor wir aber dieses Thema genauer beleuchten, möchte ich euch Marco vorstellen. Oder besser gesagt, Marco stellt sich mal selber vor. Bitte schön, Marco. Hallo zusammen, ich bin Marco. Wir sind Geschäftspartner, André und ich, und machen jetzt schon viele, viele Jahre das Blumenpflücken zusammen. Ich komme nebenbei aus der Gastronomie- und Veranstaltungsbranche. Wir haben in Berlin-Friedrichshain 3 Event-Locations, in denen wir tägliche Gastronomie verknüpfen mit Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern und so weiter. Und parallel dazu haben wir schon immer Großveranstaltungen, die 90er Megasause oder auch andere Großformate produziert und haben uns so über die Jahre, jetzt seit 13 Jahren, Know-how angeeignet, um Veranstaltungen optimal zu produzieren. Und meine Aufgaben oder unsere Aufgaben sind natürlich geteilt, wie in der Partnerschaft ganz normal. Und André wird vielleicht auch noch mal kurz sagen, was er so macht. Aber ich bin bei uns dafür zuständig, die Produktion zu managen. Also ich bin in der Produktion. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass alles dann vor Ort läuft, so wie es laufen soll. Kümmere mich vorher um Absprachen mit Ämtern, Security, Technikfirma, der Location an sich und dann vor Ort natürlich, dass alle Gewerke arbeiten und dass auch die Gastro läuft, Foodstände laufen und so weiter. Und so sind unsere Aufgaben geteilt. Und ja, das bin ich. Punkt. Ja. Genau, dann wisst ihr jetzt, wer ich bin. Und dann gebe ich jetzt mal an André zurück und der kann mal ein bisschen weitermachen. Also, ihr habt jetzt gehört, Marco ist quasi derjenige, der vor allem vor Ort versucht, alles im Lot zu halten. Das heißt, dass die Gastro perfekt funktioniert, dass die Security perfekt funktioniert, dass also dieser Tag für euch perfekt wird. Und meine Aufgabe in dem ganzen Konstrukt ist die Vorarbeit. Also alles, was ihr über das Jahr davor erlebt. Das heißt also das Marketing, die VIP-Auswahl, die Kommunikation mit den VIPs, das ganze Merch-Thema oder die speziellen Themen, gerade die für die Aussteller, die DJ-Auswahl. Also DJ-Auswahl ist meistens bei mir und Marco kümmert sich dann um das Booking direkt. Was gibt's sonst noch? Oder sage ich mal so kleine Ideen um die Veranstaltung. Also ich versuche die Veranstaltung mit kreativen Ideen zu füllen und Marco muss die dann leider Gottes nicht alleine, aber viele Dinge dann vor Ort halt realisieren. Ja, also wir sind da schon gleichermaßen dran beteiligt, aber so ungefähr kann man sich das grob vorstellen. Und das ist auch der Grund, warum wir heute zusammen hier sitzen. Zum einen, weil auch in dem Konstrukt Veranstaltungen viele immer ein ganz falsches Bild haben, wie das läuft. Da habt ihr jetzt vielleicht mal einen kleinen Einblick. Auch hier ist es so, dass das Blumenpflücken oder das Good Old Times, das machen wir auch zusammen, jetzt nicht aus 50.000 Menschen besteht, sondern das ist schon ein kleiner, harter Kern, der das macht. Und dementsprechend ist halt auch bei uns beiden die Verantwortung sehr groß oder auch der Anspruch. Also wir möchten gerne, dass die Veranstaltungen über die Jahre wachsen, also auch inhaltlich, dass sie sich immer weiter verbessern, dass der Kunde oder der Gast immer ein besseres Veranstaltungserlebnis hat, ja. Und eben, ja, das noch viele Jahre so weitergehen kann. Und das Problem, was wir dieses Jahr haben, ist einfach, dass die Rennbahn Hoppegarten für das innere Blumenpflücken uns vor besondere Herausforderungen stellt. Wir haben das in den letzten Jahren schon mal geteasert. Das wurde leider von vielen Gästen jetzt nicht so ernst genommen oder man hat uns immer unterstellt, wir sagen Dinge, um halt den Kartenverkauf anzukurbeln. Das ist nicht der Fall. Ähm, Um es genauer zu sagen, die Rennbahn Hoppegarten plant schon seit vielen Jahren, die Tribünen zu sanieren. Das sind denkmalgeschützte Tribünen.
Und dementsprechend geht es da um die Beantragung von Fördergeldern und so weiter, also ein Riesenkonstrukt. Und es scheint so, als ob es im Jahr 2026 nun wirklich so weit ist, dass die Rennbahn diese Tribünen sanieren darf, kann, wie auch immer. Das fällt natürlich genau in unser Veranstaltungskonzept. Und für uns, wir sind jetzt an so einem Scheideweg, ob wir die Veranstaltung stattfinden lassen sollen oder nicht. Marco wird euch mal ganz kurz erklären, wo genau das Problem liegt und wie wir es vielleicht lösen könnten. Genau, also grundsätzlich, wissen wir auch, nicht alles. Wir versuchen natürlich immer, alle Infos zu bekommen, die wir bekommen wollen, aber es ist natürlich auch immer nicht ganz so einfach, weil da natürlich viele Player mitspielen, also die Rennbahn an sich, dann wahrscheinlich irgendwelche Fördertöpfe und so weiter. Und grundsätzlich, was wir wissen, ist, dass die Haupttribüne, die Tribüne 1, die größte Tribüne, saniert werden soll. Das würde für uns bedeuten, dass wir, wenn wir mal, wenn wir könnten es von wenig bis schlimm einmal aufdröseln. Es kann natürlich passieren, dass gar nichts passiert, dass wir einfach veranstalten können, was wir aber nicht wissen. Zweite Variante ist, es gibt irgendwie wenig Sanierungsbedarf in der Zeit, wo wir da sind, oder die Tribüne wird komplett eingehaust, könnte komplett eingehaust sein. Was würde das für uns bedeuten? Wir gehen mal ins Worst Case, heißt, die Tribüne wird vollständig saniert. Das heißt, wir könnten die Halle, die Indoor-Hallen, die Indoor-Halle 1 nicht benutzen. Wir haben die komplette Tribüne nicht zur Verfügung, was Sitzplätze betrifft. Und wir müssten uns alternative Toiletten stellen, weil in der Haupttribüne ja auch Toiletten sind. Plus Chill-Out Lounge. Und die Chillout-Lounge vom letzten Jahr, genau, war auch da drin, die würde auch wegfallen. Weiterhin wissen wir natürlich nicht, aber wir malen uns das so aus, dass wenn so eine Tribüne, was ja ein komplettes Haus oder ein Gebäude ist, saniert wird, dass die wahrscheinlich eingehaust wird mit Gerüst, vielleicht mit Plane drumherum. Das ist alles nicht klar, das wissen wir nicht, weil die Location das auch noch nicht weiß, an welchem Stand sie im Juni sind. Starten sie mit der Sanierung oder nicht? Wie weit sind dann die Bauunternehmen schon vor Ort? Wie wurde schon eingehaust und so weiter? Also das sind die Sachen, die uns erwarten im Juni oder uns erwarten können. Genau, ich kann ja mal, also wie Marco schon meinte, das Best Case wäre natürlich, also aktuell ist der Stand, dass die Fördergelder noch nicht freigegeben wurden, richtig? Ja. Und das heißt also, die Planung der Rennbahn hängt genauso in der Luft wie unsere Planung. Ähm, Das kann natürlich jetzt Folgendes passieren: Die Fördergelder werden nicht rechtzeitig freigegeben, um die Sanierung vor unserer Veranstaltung zu beginnen. Das heißt also, alles bleibt wie immer. Es kann aber auch passieren, dass jetzt in den nächsten Wochen die Fördergelder freigegeben werden und dann kommt es zu einer Ausschreibung und dann geht es dann halt los. Und alles, was dann passiert, wissen wir nicht. Keiner weiß so richtig, wie das dann optisch aussehen wird. Also Best Case wäre, dass sich alles nach hinten verlagert. Ich kann aber schon mal so viel spoilern, das Problem ist dann trotzdem nicht weg. Also wenn es dieses Jahr oder wenn es nächstes Jahr besser gesagt alles normal bleibt, ist es dann halt im nächsten Jahr ein Problem. Also das verlagert sich dann einfach nur. Kritisches Thema dazu, es ist halt keine Sache von einem Jahr. Also wenn diese Sanierung stattfinden wird, dann wird es wahrscheinlich drei Jahre, glaube ich, 2 bis 3 Jahre. 2 bis 3 Jahre gehen. Das heißt also, wir sind immer mit dem gleichen Problem konfrontiert, jedes Jahr aufs Neue. Die Sache, warum das für uns jetzt so ein Schmerz ist, oder ich sag mal, warum wir darüber nachdenken, ob wir die Veranstaltungen stattfinden lassen oder nicht, ist 'ne reine optische Sache. Das klingt jetzt vielleicht doof, aber wir haben halt auch einen sehr hohen optischen Anspruch an unsere Arbeit, an die Veranstaltung, die wir für euch produzieren, sage ich mal. Und das ist halt wie so ein, wenn man so ein optischer Monk ist und dann steht in der Mitte im Raum irgendwie so ein Baugerüst, das ist schwierig, ja? Wahrscheinlich können es viele von euch nachvollziehen und das ist eigentlich der Grund, warum wir
mit uns hadern, ja. So, der Punkt ist, vom Prinzip her ist es eigentlich kein Problem, das Event in gleicher Qualität stattfinden zu lassen. Also weder die wegfallenden Toiletten in der Tribüne sind ein Problem. Das können wir ganz easy kompensieren. Also gibt es tausend Möglichkeiten. Noch ist das Sitzthema der Tribüne ein Problem, weil da sind ausreichend andere Tribünen, die genug Sitzfläche oder Sitzplätze bereithalten. Noch wäre, also Halle 1 wäre vielleicht der einzige Schaden, den man hätte, aber selbst wenn dieser Floor wegfallen würde, wir würden trotzdem geplant mit einer Outdoor-Stage wie im letzten Jahr starten. Wir würden die Halle 2 bespielen wie im letzten Jahr und wir würden natürlich die Minidisco weitermachen. Das würde alles so bleiben. Das könnte man alles weiter bespaßen. Für die Aussteller an sich wäre es auch überhaupt gar kein Problem. Also für die Aussteller ändert sich vom Prinzip her gar nichts. Also die ganzen Ausstellungsflächen bleiben. Also jedenfalls ist es in unserer Wahrnehmung so. Ja. Genau so, wie sie vorher waren. Plus, dass wir noch neue Ideen haben. Aber dazu wollen wir uns noch nicht äußern. Es geht wirklich nur um diesen optischen Aspekt. Also wärt ihr bereit, der Veranstaltung beizuwohnen, wenn eine der Tribünen saniert werden würde? Also stellt euch das einfach mal vor, wie das aussehen könnte. Stört euch das? Stört euch das nicht? Machen wir uns zu viele Gedanken? Äh, Ist es eigentlich völlig egal für euch, weil ihr habt einfach Bock, da mit uns zu feiern oder auf einen geilen Tag, weil daran wird sich ja nichts ändern. Ganz im Gegenteil, wir würden, wenn wir stattfinden lassen, sogar noch mit ein, zwei neuen Gimmicks aufwarten, sage ich mal. Für uns ist nur wichtig zu wissen, wie ist eure Stimmung zu dem Thema. Also das ist, glaube ich, das, was uns am meisten beschäftigt, würde ich sagen, oder? Weil der Punkt ist, für uns beide hängt da wirklich nicht nur sehr viel Herzblut drinne, sondern es ist auch existenziell ein großes Thema, weil die Veranstaltung sehr teuer ist. Ich habe das schon mehrfach versucht, mal darzulegen, aber es ist immer sehr schwierig. Aber da geht es wirklich um sehr viel Geld, um diese Veranstaltung zu produzieren. Und wir wollen jetzt nicht dieses Risiko auf uns nehmen, auch finanziell, wenn ihr von vornherein sagt, nee, da haben wir jetzt keinen Bock drauf, ja. Das mal zur Einordnung. Der nächste Punkt ist, jetzt kann natürlich jeder schreiben, sucht euch alternative Locations. Haben wir versucht oder versuchen wir natürlich immer parallel, aber die Locations, die für uns in Frage kommen, ähm, ja, die sind leider, wie soll ich sagen, stiftungsgebunden, kann man das so sagen? Ja, stiftungsgebunden oder auch, glaube ich, auf Langzeitförderung und Kultur angelegt, sage ich mal. Und ja, die haben eigentlich Lust, hätten Lust, aber können solche Sachen halt, wie wir sind, nicht umsetzen. Können und wollen oder dürfen, was auch immer, aufgrund von Finanzierung im Vorhinein, Verträge, die damit einhergingen und so weiter. Und zweiter Punkt, der auch immer natürlich nicht einfach ist bei sucht euch eine andere Location, hören wir schon öfter mal, sind wir halt bei Infrastruktur. Ne? Klar kann man jetzt irgendwo auf ein Feld gehen, aber wir erwarten ja nun mal viele Gäste und dieses ganze Thema Infrastruktur, also Toiletten, Wasser, Abwasser, Strom vor allem auch. Und dann natürlich auch dieser Partyaspekt, Anreise. Anreise, Abreise, genau, Verkehrskonzept, genau, das ist halt alles. Und man kann auch nicht als Veranstalter immer einfach auf irgendeine Fläche gehen, irgendwo hin aufs Feld. Dann sind wir wieder bei Behörden, Lautstärke, Naturschutz, vielleicht auch wieder Denkmal und weiß auch immer. Und insofern ist man schon nicht ganz so flexibel und man muss dann halt am Ende schon immer auf irgendeine Veranstaltungsfläche gehen, ne, die als Veranstaltungsfläche angemeldet ist oder auch nicht. Da muss man, wenn sie nicht angemeldet ist, muss man verschiedenste Behördengänge, die dann vielleicht auch gar nicht funktionieren, gehen. Also so einfach, ja, sucht euch mal schnell was anderes, ist es halt leider nicht.
Genau. Ich muss noch was anfügen, und zwar, da geht es auch um einen optischen Aspekt. Da sind wir wieder bei der Optik. Ähm, Mal ein Beispiel: Flugplatz, ja? Also, das ist ja so, wahrscheinlich geht es dem einen oder anderen jetzt durch den Kopf, geht doch auf irgendeinen Flugplatz. Ähm, Machen viele aus der Bubble, viele Events, die wir kennen, sind auf Flugplätzen, aber ist nicht für uns dieses optische Thema. Also, wir persönlich sind schon Freunde von ein bisschen verwinkelt, ein bisschen was Neues entdecken, auch mal um 'ne Ecke gehen können, auch mal vor den Wettereinflüssen geschützt sein. Also, hm, das Gelände, was wir bespielen wollen, sollte schon einen gewissen, ähm, wie soll ich das sagen, so einen gewissen Flair mitbringen. Und klar, 'n Flugplatz ist wahrscheinlich das Einfachste, da darfst du laut sein, da kannst du machen, was du willst, aber da geht halt so ein bisschen der Flair von der Veranstaltung, die wir im Kopf haben, halt verloren, und deswegen ist das für uns auch nicht so eine wirkliche Option. Das heißt also, wir sind immer irgendwie eher auf der Suche nach einem schönen Gelände, wo man in verwinkelter Art und Weise schöne Ecken hat, wo man immer Neues entdecken kann. Kann ich das so formulieren? Ja, Irgendwie ja, so. ja. Genau, und deswegen macht es die Sache halt schwer, ja. Also, ähm, ja, genau. Was gibt's dazu noch zu sagen? Hast du noch irgendeinen Punkt? Also ich würde sagen, wir, ähm, wir würden unsere Entscheidung, glaube ich, auf Basis der Stimmung der nächsten 2 Wochen, würden wir 2 Wochen, würde ich sagen, ähm, treffen und uns dazu entscheiden, ob wir jetzt wieder all in gehen oder ob wir zu viel Zweifel haben, dass es nach hinten losgeht und uns halt canceln. Außer wir finden was anderes. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, ja? Also, Best Case, alles bleibt wie es war. Wir wissen es aber nicht. Das ist das Problem, wir wissen nicht, was passiert. Das ist das größte Problem. Worst Case, Tribüne 1 wird eingehüllt, ist nicht nutzbar. Sieht halt optisch einfach nicht gut aus, würde uns einfach nerven. Halle 1, Partyraum 1 würde wegfallen, bleibt dann nur noch Outdoor-Bühne, Halle 2 und die Minidisco. Ausstellerflächen bleiben wie gehabt. Plus die Sachen, die wir uns noch überlegt haben. Ähm, Das ist jetzt quasi Status quo, Ja, oder? ja. Genau. Und ich würde sagen, ihr ähm, schreibt uns bei Instagram oder hier in die Kommentare, haut einfach rein, wie eure Stimmung ist. Ähm, Wir lesen das alles, wir lassen das auf uns wirken, glaube ich, und dann würde ich sagen, treffen wir eine Entscheidung. Wenn wir also in 2 Wochen, würde ich sagen, Mhm. grob 2 Wochen, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, und wir entscheiden uns dazu, das zu machen, dann gehen wir halt dann auch sofort rein, weil wir hatten schon einige Fragen, wann man sich bewerben kann und so weiter und so weiter. Ähm, Wenn wir uns dafür entscheiden, dann werdet ihr auch sehr zukunftsnah die ersten, ähm, wie soll ich sagen, Orga-Sachen erfahren. Würdest du machen? Ja. Genau. Wenn du jetzt nichts weiter hast, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ähm, und wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin, tschüss. Ciao.